Mein Name ist Katrin Ruppe. Ich arbeite als Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Münster School of Business und war eine Woche lang in Helsinki an der Metropolia-Universität. Ich war Teil einer Staff Week, das heißt, ich habe dort eine Woche lang unterrichtet mit diversen anderen Kollegen aus anderen Universitäten. Wir haben dabei mehrere Studentengruppen betreut zum Thema Nachhaltigkeit und Business Ethics und hatten insgesamt 5 Tage lang mit Unterricht, Gruppenarbeit und Workshops. Ich habe das erste Mal mitgemacht 2016, glaube ich, oder 17 und habe damals über das International Office davon erfahren. Es gab eine E-Mail, die rumging, bei der angefragt wurde, wer Interesse hatte, dort zu unterrichten. Ich habe mich dann gemeldet, weil Wirtschaftsethik, Business Ethics mein Thema ist und ich dementsprechend dachte, das ist eine gute Idee und seitdem war ich eigentlich jedes Jahr dabei. Nachdem ich mich angemeldet hatte und die Rückmeldung von der Metropolia bekommen habe, dass ich angenommen wurde, habe ich dann vom International Office direkt die Anmeldeformulare für das Erasmus-Projekt bekommen. Das heißt, ich habe eine Erasmus-Förderung bekommen für den Zeitraum. Das lief auch alles sehr schnell, sehr zügig, sehr unkompliziert. Die generelle Organisation vor Ort war auch super, muss ich einfach mal sagen. Die Metropolia hat das ganz toll gemacht, hat sehr viel dafür gesorgt, dass wir auch untereinander uns kennenlernen. Es waren ja insgesamt 20 Dozenten aus verschiedenen Ländern da, hat sehr viel dafür getan, dass auch Sightseeing stattfand, dass auch sozusagen mal so ein bisschen interne, Kennenlerngeschichten stattgefunden haben. Es war wirklich von beiden Seiten aus, wie gesagt, auch die Unterstützung der FH Münster sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, der große Vorteil ist vor allem, dass man natürlich andere Dozenten kennenlernt aus anderen Ländern. Das heißt, es findet kultureller Austausch statt, aber auch einen Austausch im Sinne von, wie unterrichte ich eigentlich bestimmte Fächer, bestimmte Kombinationen in anderen Ländern, wie gehen die an das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel ran oder auch Wirtschaftsethik, wie wird da auch Lehre verstanden. Das heißt, das ist ein unheimlich großer Erfahrungsschatz, den man mitbringt nach einer Woche. Aber eben auch sicherlich mal der eigene Effekt zu unterrichten vor einer Gruppe, die halt nicht größtenteils aus Deutschstudierenden besteht, sondern eben in dem Fall aus finnischen Studierenden mit anderen Incomings dabei, hat schon den Effekt, dass man merkt, dass vielleicht Deutschstudierende doch anders agieren im Unterricht, als dann, was man in anderen Ländern vorfindet. Ich glaube, worüber man sich wirklich bewusst sein muss, wenn man in Finnland studiert, ist, dass es in Finnland eine Kultur gibt, in der stilles Nachdenken, auch in der Gruppe, sehr viel stärker gefördert wird als in Deutschland. Während man in Deutschland ja direkt nach 5 Sekunden Schweigen das Gefühl hat, ich muss irgendwas sagen, weil kein Schweigen herrschen darf, ist es in Finnland wirklich gang und gäbe, dass ein ganzes Seminar quasi vor einem sitzt und erstmal minutenlang in Ruhe überlegt, was für einen als deutschen Dozenten schon ein bisschen merkwürdig ist, wenn man sich denkt, habe ich was Falsches gesagt? Aber dann kommen sie auch. Also das heißt, man muss einfach mehr Zeit mitbringen und die Erkenntnis, es dauert eine Weile, aber was dann kommt, ist sehr profound. Ich glaube, das ist keine Herausforderung gewesen, sondern einfach eher mal eine ganz neue Erfahrung. Und wenn man sich darauf einlässt, sind ja neue Erfahrungen immer ganz spannend und auch durchaus mal hilfreich, um die eigene Perspektive zu wechseln. Andere Herausforderung, würde ich sagen, war einfach, dass so eine Woche halt sehr kompakt ist. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich würde es auf jeden Fall auch jedem empfehlen und gerne wieder machen. Aber man sollte vielleicht danach so 1, 2 Tage Ausschlafen einplanen, weil man einfach vor lauter Eindrücken und dem ganzen Hin und Her und den ganzen Erfahrungen nach Hause kommt und so ein bisschen erschlagen ist erstmal. I'm Pia Väkiparta-Lehtonen. I'm working as a senior lecturer in marketing here at Metropolia Business School. And my name is Maria Passola, and I have the same role as Pia here at Metropolia. First of all, of course, students, it's very important for them to have international experience and having great international professors coming over here is our privilege. And for me personally, it's a great opportunity to network and have new connections with the professionals from abroad. And I mean, this was our 20th time already, so we have a long tradition of doing this. And we also want to create opportunities for our students who are not doing a semester abroad to get the international experience, working with other international students. And also one of the reasons why we do this is we have different study programs, and the students may not meet that much otherwise, so this is a great opportunity for them to network as well. Those European connections that we so much need. My name is Jackie Lee. I'm from BCIT, Vancouver, Canada. Although the flight to get here from Vancouver to Helsinki was over a 16-hour trip, however, I have the opportunity to work with different professors and different faculties from different universities and countries and different part of the world. The immense cultural exchange is unbelievable and very productive. We can always learn from each other. It's all worth it.
Also falls jemand Interesse daran hat, an einer Staff Week zu unterrichten oder teilzunehmen, auch als Verwaltungsmitglied, würde ich auf jeden Fall dafür sorgen, mich erstmal mit dem International Office in Verbindung zu setzen, einfach um zu fragen, was gibt es momentan an Angeboten. Partnerhochschulen laden, glaube ich, relativ regelmäßig dazu ein, aber nicht immer landet das bei dem entsprechenden Mitarbeiter im E-Mail-Eingang. Von daher würde ich mal mit dem IO nachfragen und wie gesagt, die Unterstützung, die ich da erhalten habe, war eigentlich super. Ich glaube, die Erfahrung aus der Lehre, aber auch aus der Zusammenarbeit mit anderen Kollegen hilft mir hier in Münster zum einen, die Incomings besser zu verstehen, die bei uns auch dementsprechend relativ zahlreich sitzen, aber eben auch vielleicht neue Ideen für die Lehre zu entwickeln, sei es jetzt in meiner eigenen Lehre, in meinem eigenen Seminarunterricht, aber auch zum Beispiel neue internationale Kooperationen aufzubauen. Ich glaube schon, dass das gut ist, um Kontakte zu knüpfen, einfach weil man, wenn man Menschen mal kennengelernt hat, doch ein anderer Kontakt entsteht als nur per E-Mail oder nur, ich sag mal, auf dem digitalen Weg. Ich glaube, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, nicht nur von einer bestimmten Projektwoche, sondern von vielen, die ich bereits da war die, ich will nicht sagen Dankbarkeit, aber dieses Entgegenkommen der finnischen Studierenden, für die es auch oft die einzige Möglichkeit war, mal international Dozenten zu erleben, mal einen neuen Blickwinkel einzunehmen, denn nicht jeder kann sich halt einen Auslandsaufenthalt leisten, auch nicht aus Finnland. Und dementsprechend war die Bereitschaft mitzuarbeiten, diese Freude daran, mit anderen Studenten, mit internationalen Dozenten was zu machen, das war toll. Und am Ende der Projektwoche gibt es dann immer so eine Art Abschlussveranstaltung. Da werden auch einige Gruppen prämiert, die dementsprechend gut mitgearbeitet haben. Und am Ende dieser Veranstaltung stehen die Studenten auf und klatschen. Und das war sehr berührend und sehr schön, weil wir wirklich gemerkt haben, wie sehr ihnen das geholfen hat, wie sehr ihnen das gefreut hat, dass wir da waren. Ein weiterer Aspekt, der, glaube ich, sehr positiv an der Projektwoche ist, dass man bei einigen, nicht bei allen, aber bei einigen Projektwochen auch eigene Studierende mitnehmen kann. Das mache ich bereits seit mehreren Jahren, wenn es nach Helsinki geht. Und ich glaube, dass das auch für Studierende, die an der FH Münster studieren, eine super Erfahrung ist. Das ist mir das auch das Feedback, was ich bekomme von den Studierenden. Gerade eben auch für Studierende, wie gesagt, die vielleicht keine Chance haben, weder finanziell noch aufgrund ihres Studienverlaufs selber ins Ausland zu gehen für ein Semester. Diese eine Woche in Helsinki ist für viele Studierende in bestimmten Studiengängen einfach die einzige Möglichkeit, mal eine Auslandserfahrung zu machen. Wird super dankbar angenommen. Ja, das ist die Bewerbungsrate von Studierenden, was diese Helsinki-Woche angeht, steigt jedes Jahr. Und ich bin da auch dankbar für, dass ich die Chance habe, die mitzunehmen und dementsprechend auch in Metropolia einzugliedern. Und das Feedback war wirklich so im Allgemeinen, das war die beste Woche meines Studiums.